Okay, also ein kleines Wortspiel am Anfang. Mehr Weg, weniger weg. Könnte man auch mit einem Fragezeichen hier versehen. Aber die Wortspiele helfen uns ja nichts, sondern wir starten hier mal mit einer Hypothese. Und zwar im Getränkesegment, im Mehrwegbereich. Die Hypothese ist auch nicht von uns, sondern die kursiert von verschiedenen Verbänden. Also wir sind im Recycling ja in Deutschland sehr gut aufgestellt, nicht nur was Glas angeht, mit einer Recyclingquote von über 80%, sondern auch was Metallrecycling, Papierrecycling und so weiter angeht. Bewegen wir uns nie an der Topspitze, sondern gibt es immer noch ein paar Länder, die besser sind, aber wir sind insgesamt recht gut. Aber diese Zahlen des Recyclings sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil in vielen Bereichen ist es eben kein echtes Recycling und schon gar nicht ein Upcycling, sondern eher ein Downcycling. Also das bedeutet, das Papier, die Verpackung, die wir wegbringen, wird zwar recycelt, aber dabei auch downgecycelt. Und dementsprechend ist die Frage, ob man davon nicht ein Stück weit auch wegkommen kann und ein echtes Mehrwegsystem oder die echte Mehrwegfähigkeit von Lebensmittelverpackungen stärker auf den Prüfstand stellt. Und hier jetzt zu meiner Hypothese oder zu der Hypothese. Ich habe mich da mit Zahlen mal so ein bisschen zurückgehalten, weil es kursieren unterschiedliche Quellen, je nach wissenschaftlicher Studie. Also es gibt tatsächlich welche, die sagen, dass bereits ab 4, 5 Umläufen, also 4, 5 Wiederbefüllungen einer Glasflasche die CO2-Minderung zum Tragen kommt. Andere Quellen sprechen erst ab 15 bis 20. Ich habe das jetzt hier einfach mal gemittelt auf 10 Umläufe, wo wir dann einfach einen signifikanten Teil einsparen kann. Also nageln Sie mich bitte hier nicht genau auf die Zahlen fest, weil da finden Sie unterschiedliche Quellen mit unterschiedlichen Zahlen. Wir sind uns einig, dass natürlich in dem Transport, der vorhin schon angesprochen wurde, ein gewisser CO2-Fußabdruck steckt, aber hier beim Glas natürlich in der Produktion, vor allem, weil wir durch die Glasschmelze, mit der Glasschmelze natürlich auch viel Temperatur benötigt und deswegen ist es natürlich nicht ganz einfach das Thema. So, ich möchte aber hier jetzt mal auf das Thema Wein kommen und das nicht ganz zu Unrecht, denn vor einigen Monaten war in der FAZ gestanden, dass jede vierte Flasche in einem Glascontainer eine Still- oder Schaumweinflasche ist. Also das bedeutet, die Weinbranche, der Weinkonsum trägt ziemlich viel zum Thema Altglas bei, was auch dazu geführt hat, dass das Altglas natürlich ein großer Industriezweig auch geworden ist. Viele Unternehmen sich darauf spezialisiert haben. Und hier an diesem Schaubild sieht man mal, das kann man, denke ich, für andere Lebensmittel auch einsetzen, dass im Getränkebereich und gerade im Weinbereich mit der Einwegverpackung ein signifikanter Anteil hier von 43% auf die Verpackung fällt. Also das ist doch durchaus bemerkenswert, ja, wenn 43% des Produktes, des CO2-Abdrucks des Produktes tatsächlich der Verpackung zuzuschreiben ist und nicht dem Produkt selbst. So, dann wäre ja zunächst einmal die einfache Frage, okay, dann bewegen wir uns doch mal weg. Also es ist ja klar, dass man jetzt mal überlegt, oh ja, die Weinflasche ist ziemlich schwer, machen wir die doch zum Beispiel mal leichter. Ja, da hat die EU eine Definition für die sogenannte Leichtglasflasche. Das sind Weinglasflaschen im 750 Milliliter Bereich, die leichter wie 420 Gramm sind. Und das lässt sich ja ziemlich einfach rechnen, weil wir haben sowohl bei der Flaschenherstellung Einsparungen, und gleichermaßen auch beim Flaschentransport, ja, weil es weniger Gewicht ist, das man in der Gegend umeinander karrt. Und dementsprechend kommt man da so je nach Quelle, also da gibt es mittlerweile auch mehrere Publikationen von 33% Einsparung, CO2-Einsparung je Verkaufseinheit spricht man da. Allerdings ist natürlich auch logistikbedingt dann ein etwas erhöhter Bruchglasanteil zu verzeichnen, weil die Flasche natürlich doch etwas weniger stabil ist. Und wenn man diese Flasche mehrwegfähig machen möchte, dann ist es etwas schwieriger, ja, weil die Flaschenstärken da natürlich nicht ganz so hoch sind.
Aber für den Wein bedeutet es keine Qualitätseinschränkungen. Man kann die Verschlüsse hier genauso dicht gestalten wie bei schwereren Flaschen. Und man sieht auch nicht bei der Stapelpalettierbarkeit Probleme. Also man bekommt die Flaschen sehr, sehr gut in der Stabilität, in der physikalischen Stabilität hin. Also das heißt, damit kann man schon relativ einfach einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Andere gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, okay, also wir gehen jetzt ganz weg von der Glasflasche im Wein und machen hier auch Kunststoffflaschen oder so Metall-Papier-Verpackungen. Und diese Verpackungsformen sind natürlich ideal, weil sie ein sehr niedriges Verpackungsgewicht aufweisen. Also wir sind dann klassisch wie im Lebensmittelbereich, dass wir so ungefähr vom Lebensmittel zwischen 1 und 5% Verpackungsanteil hat. Ja, also da ist ja der Wein weit weg davon. Und vor allem sind diese Verpackungen auch besser palettierbar. Also man hat weniger Totvolumen, was man in der Gegend rum transportiert, und das wird immer diskutiert. Aber natürlich ist die mechanische Festigkeit nicht gegeben, die Weinstabilität ist in diesen Verpackungen nicht so gegeben. Man diskutiert dann sehr schnell ein MHD, was es ja für Wein nicht gibt, aber bei solchen Verpackungen, die eben nicht Glas sind, müsste man dann wirklich ernsthaft über Mindesthaltbarkeitsdatum nachdenken. Und hier sind wir aber wieder im klassischen Recycling-Bereich, und deswegen überlegt man sich, dass man hier wirklich ganz zielgruppenkonform arbeitet. Also das bedeutet Dosen für jüngeres Publikum oder auch für die Gastronomie bestimmte Verpackungsformen, die weggehen vom Glas, denkt. Also das sind so die Überlegungen in dieser Hinsicht. So, jetzt erstmal als kleines Zwischenfazit am Anfang dieses Vortrags. Ist denn die Weinglasflasche so schlecht oder hat sie denn auch Vorteile? Wein hat, wie gesagt, kein MHD. Die Branche legt auch keinen Wert darauf, dass wir eins bekommen. Das Produkt selbst ist in sich haltbar, benötigt kein MHD mit den Alkoholgehalten. Allerdings sind die Produkte oxidationsempfindlich, legen sehr lange Transportstrecken zurück und werden beim Kunden auch teilweise sehr lange gelagert. Aktuelle Studien zeigen, dass eine Weinflasche, egal wo sie produziert wird auf der Welt, egal wo sie hingeht, im Durchschnitt, also im Mittel 800 Kilometer zurücklegt. Das ist dann doch einiges an Transport. Die Verpackungseigenschaften vergleichsweise anspruchsvoll sind und sich eben das Glas doch etabliert hat. Also 80% der Verkaufsverpackungen für Wein sind Glas, und in Deutschland ist es sogar noch etwas höher, da liegt das Ganze bei 90%. Ja, allerdings, wie gesagt, der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck für die Weinverpackung ist zu hoch und die Gewichte sind auch zu schwer. Es gibt ganz leichte Weinglasflaschen, die sogar runtergehen bis 300 Gramm, also die sind dann ultra leicht, aber umgekehrt auch hochgehen bis über 1 Kilo. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, 750 Milliliter Wein in einer Verpackung, die über 1 Kilo wiegt, das ist natürlich dann schon Wahnsinn. So, wenn man sich das jetzt auch mal ausrechnet, kommt man tatsächlich auch ganz gut auf die Werte aus den empirischen Studien. Also rein rechnerisch kommt man hier auf 750 Gramm CO2-Äquivalent für eine durchschnittlich schwere Weinflasche. So, wo sind wir aktuell? Also wir haben aktuell 200 Flaschenarten im 0,75 Liter Stillweinbereich. Wir haben Etiketten, die kaum mehr abgehen. Das hat sich nicht alles so entwickelt im Establishment. Im Handel ist es so, dass der Handel für Glasflaschen immer weniger Lagerhaltung vorsieht. Das ist im LEH nicht ganz so kritisch. Bei Discount wissen wir das ja alle, dass Aldi Lidl hier eben nur Einweg auch zurücknimmt. Die Konsumenten denken, dass mit der Altglassammlung eigentlich der Nachhaltigkeit Genüge getan ist, was de facto nicht so ist, denn da ist noch mehr Musik drin. Und deswegen muss insgesamt, also sowohl beim Produzenten als auch im Handel und beim Konsumenten, ein Umdenken stattfinden. Und wo sollte dieses Umdenken passieren? Insgesamt ist der Getränkeanteil in Deutschland liegt heute bei 18% Glasanteil, Tendenz steigend, weil die Konsumenten Glas als Verpackungsform schätzen, weil sie als etwas Nachhaltiges und Sauberes wahrnehmen.
Wir sind sehr hoch im Biersegment und im Weinsegment. Wie gesagt, in Deutschland 90%, global gesehen etwa 80%. In anderen Bereichen, Limonaden, Wasser und so weiter, ist es etwas niedriger, aber überall steigt der Glasanteil. Jetzt, wenn man sich dieses Bild mal verinnerlicht und es mal vergleicht mit dem Mehrweganteil, hier eingeblendet, dann sieht man, dass bei Bier ein hoher Glasanteil ist, auch ein hoher Mehrweganteil. Also da wurde vieles richtig gemacht in der Vergangenheit. Bei Wein ist es nicht so. Hoher Glasanteil, sehr geringer Mehrweganteil, aktuell von 5,6%. Ja, also das heißt, da gibt es durchaus große Lücken und diese Lücken muss man schließen, zumal 2022 die Habecksche Verpackungsnovelle ja auch gesagt hat, dass wir in Deutschland insgesamt auf 70% kommen wollen in den nächsten Jahren. Gott sei Dank steht in der Novelle keine Zeit drin. Also ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber müssen daran natürlich arbeiten. Interessant ist der Vergleich zwischen pfandpflichtigen und nicht pfandpflichtigen Getränken. Ich habe mir hier mal die aktuellen Zahlen vom Umweltbundesamt rauskopiert. Und wir sehen natürlich im pfandpflichtigen Bereich einen grundsätzlich deutlich höheren Mehrweganteil wie im nicht pfandpflichtigen Bereich. Also das sagt uns nichts anderes, wie dass Pfand durchaus ein Instrument ist, den Kunden zum Mehrweg anzuhalten. Also wir sind hier tatsächlich im einstelligen Prozentbereich unterwegs, wenn wir keine Pfandpflicht haben. Und die Säfte und Nektare, die haben es jetzt in den letzten Jahren in den zweistelligen Bereich geschafft, weil der Gesetzgeber da nachgearbeitet hat und einige dieser Getränke auch in den pfandpflichtigen Bereich rübergehoben hat. Das ist der Grund, warum sich das geändert hat. Ansonsten ist alles, also Wein, wie gesagt, 5,6% rückläufig, Milchgetränke, ist alles tendenziell rückläufig oder gleichbleibend. Also das bedeutet, ohne den Impuls von der Gesetzgebung passiert hier leider relativ wenig. So, deswegen gucken wir mal rein, wie Mehrweg funktionieren kann. Man kann diese Frage nicht einfach beantworten, weil die Kunst, Mehrweg zu betreiben, liegt nicht in der Anzahl an Flaschentypen oder an einzelnen Teilen, sondern am sogenannten Pool. Und ich nehme jetzt mal den berühmtesten Mehrwegpool, das ist die Coca-Cola-Flasche. Ja, das ist eine Flasche, die gehört dem Hersteller, die gehört Coca-Cola und der betreibt quasi Produkt und Pool zusammen, ja, und ist dann quasi mit den ganzen Rücknahmeautomaten, mit den Halern im Austausch und funktioniert bei Coca-Cola natürlich auch, weil die überall mit ihren Produkten stehen. Ja, das ist das Mehrwegkonzept 1, funktioniert wunderbar, aber nur dann, wenn der Hersteller groß genug ist, dass er so einen Pool alleine betreiben kann. Weil die meisten Hersteller zu klein sind, ja, also kleine Fruchtsafter, kleine Limonadenhersteller, kleine Brauereien, was jetzt vielleicht nicht für Krombacher zutrifft, aber viele andere Brauereien sind zu klein und deswegen gibt es das einfache Konzept des offenen Pools. Ja, also das bedeutet, man einigt sich mehr oder weniger auf eine Flasche wie die NRW-Flasche, schiebt die als Hersteller in den Pool rein mit beispielsweise 2,5% Neuglasanteil bei jeder Füllung und der Rest, also die restlichen 97,5% sind Reuse-Glas, die dann quasi zurückkommen. Allerdings erfordern diese offenen Pools eben eine gewisse Pflege, sie erfordern eine gewisse Spezifikation, dass das funktioniert. Und da das in der Praxis nicht wirklich gut funktioniert, kommt man immer mehr zu den sogenannten geschlossenen Pools, wie der GDB. Also die Perlenflasche im Mineralwasserbereich ist ein sogenannter geschlossener Pool. Das Ganze ist geschützt, es ist patentiert. Die Genossenschaft Deutscher Brunnen reguliert exakt, wie viele Flaschen reingeschoben werden, wann die Flasche rausgenommen werden muss. Das erkennt man an diesen Ringen, also an diesen Abriebstellen an der Flasche. Wenn diese Ringe irgendwann zu rau werden, das können Inspektionssysteme dann erfassen, dann wird die Flasche rausgenommen und geht ins Glasrecycling. Also das sind alles Regulative, die man da eingebaut hat, die, wie der GDB zeigt, ganz gut funktionieren können. So, schauen wir uns mal eben GDB oder jetzt als erstes mal die Brauer an. Wie funktionieren die Pools bei den Brauern? Also wir haben, wenn wir das mal runterbrechen, haben wir 6 gängige Bierflaschenarten. Es gibt natürlich sehr viel mehr,
aber diese 6, die hier abgebildet sind, sind die 6 wichtigsten. Ja? Also das ist Longneck, NRW, Euro und der Steini. Der Steini heißt so im Fachjargon, also das ist quasi so, wie der geführt wird, der Name. Und auch wenn man meint, der Steini ist eine urdeutsche Flasche, die kommt aus den 1930er Jahren aus Milwaukee, aus den USA. Also da kommt diese kleine Flasche, die ja je nachdem, wo man in Deutschland ist, sehr viele unterschiedliche Namen hat. So, die Braustätten in Deutschland, die sind über Deutschland sehr gleichmäßig verteilt. Das heißt, größere Brauereien, die da teilnehmen, haben ihre eigenen Spülsysteme. Das heißt, die Logistikwege, die liegen so im Versorgung- und Rückführungsbereich irgendwo zwischen 200 und 300 Kilometer. Also das heißt, die volle Flasche liegt zwischen 200 und 300 Kilometer weg und die leere Flasche die gleiche Distanz. Ja, also das hält sich in Grenzen und dann lohnt sich das System. Auch bei Mineralbrunnen geht es einigermaßen. Da haben wir zwar schon so ein bisschen schwerpunktsmäßig Westdeutschland, Süddeutschland. Ja, wir haben einige Stellen in Deutschland, wo es eben keine Mineralbrunnen gibt. Deswegen werden da die Wege etwas länger. Ja, und hier auf der linken Seite mal die gängigen Wasserflaschen abgefüllt, dargestellt mit der wichtigsten Flasche, also die Perlenflasche auf der ganz linken Seite mit dem Aluminium, also mit dem Original Aluminium MCA-Verschluss. Und diese Flasche funktioniert auch ganz gut, auch wenn sie jetzt so ein bisschen Altersschwächen bekommt. Also das heißt, viele Konsumenten wollen sie eben nicht mehr, die wollen was Moderneres haben oder was Leichteres haben. Deswegen schärft der GDB da auch nach und schiebt neue Flaschen in den Pool rein, aber wie gesagt, kontrolliert. So, und jetzt unser Problemkind, die Weinbranche oder der Weinkonsum im Allgemeinen. Wir fangen nicht ganz bei Null an, denn wir haben mehrwegfähige Flaschen, also die Liter-Weinflasche zum Beispiel, und auch andere Weinflaschen sind grundsätzlich mehrwegfähig. Und wir haben in Deutschland auch eine Handvoll Spülzentren, die sich alle in den Weinbaugebieten befinden. Ja, jetzt sieht man auf der rechten Seite, dass der Weinkonsum ja, hauptsächlich auch in den Anbaugebieten stattfindet. Also im Südwesten Deutschlands gibt der durchschnittliche Konsument für Wein 146 Euro pro Kopf pro Jahr aus. In München ist es auch sehr viel und nochmal im Frankenland interessanterweise, also im Bierfrankenland gibt man sehr viel für Wein aus und nochmal in Hamburg und Umgebung. Wohingegen jetzt in Ostdeutschland, auch Berlin, ist jetzt nicht die Weinhauptstadt Nummer 1. Aber nichtsdestotrotz ist die Menge, die dort konsumiert wird, zu hoch, als dass man sie wieder diese vielen hundert Kilometer zurück zu den Spülzentren schafft. Also das heißt, ein Spülen und Sortieren müsste da vor Ort passieren. Also das ist eine der großen strukturellen Herausforderungen, die wir haben. So, das heißt, Logistik ist ein Thema in diesem Bereich. Und bei Logistik denken wir in erster Linie natürlich an Trägersysteme, an die Trägersysteme vom Mineralbrunnen oder von den Fruchtsaftern auch, die ja sehr klug aufgesetzt sind. Ja, also wo man als Kunde das dann auch selbst zusammenstellen kann über Einwegskisten und über Einheitskisten und Einheitsflaschen. Allerdings ist es so, dass im Wein die Kundschaft in der Regel nicht 12 oder 6 Flaschen einkauft, sondern weniger. Deswegen wird es da interessant, über B2B-Trägersysteme nachzudenken. Also das bedeutet Einzelflaschen an den Kunden, ja, also vielleicht 2, 3 Flaschen kauft so ein durchschnittlicher Kunde ein im LEH und dann werden die zurückgegeben und gehen dann hinten im Annahmeautomat in ein Trägersystem rein und von da eben in die Sortier- und Spüllogistik. Ja, und da gibt es auch Konzepte natürlich, also B2B-Lösungen von einigen Firmen, wie hier auf dieser Folie auch angeführt. Ja, und last but not least bedarf es der Aufklärung bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Also das bedeutet, man muss tatsächlich auch in der Breite dann Kampagnen fahren und sagen, dass das Zurückbringen in den Glascontainer zwar gut ist, aber es noch besser geht, indem man das zu einem Annahmeautomaten, der die Flasche dann auch erkennen muss, zurückbringt und dann hat man den echten Mehrwert. Und im Fruchtsaftbereich hat man hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die kommen mittlerweile auf 40 Umläufe im Schnitt, 40 Umläufe in dieser Literglasflasche in der durchsichtigen und damit haben sie natürlich sehr, sehr viel CO2-Äquivalente einsparen können. So, hier nochmal zusammengefasst, auf diese Folie gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr ein. Das sind auch
Details, die wahrscheinlich weithin bekannt sind und die man überall auch recherchieren kann. Und komme nochmal zu meiner Zusammenfassung. Also das Ziel unserer Entwicklungsaufgaben ist hier, die Strukturvoraussetzungen für Mehrwegsysteme von Weinflaschen zu schaffen. Und dafür braucht es standardisierte Flaschenformen. Eindeutige Flaschenformen ist eigentlich das bessere Wort, denn in einem Sortiersystem müssen minimale Unterschiede erkannt werden, ja, sodass die Rückführung des Leerguts zur Wiederbefüllung einheitlich ist. Also dass ein Weingut, wenn es denn 10.000 Flaschen bestellt, auch 10.000 einheitliche Flaschen zurückbekommt. Das ist das Entscheidende, weil sonst funktioniert die ganze Abfülltechnik auch nicht. Wir haben in einigen Getränkefachmärkten in Süddeutschland Annahmesysteme, wo man Erfahrungen sammeln konnte, vor allem in der Literflasche. Jetzt geht es darum, diese Annahmestellen für Weinflaschen bundesweit auszuweiten. Ja, das ist eine gewisse Herausforderung in der Technik mit der Lagerhaltung auch des Leerguts dann im Hintergrund. Die Insellösungen, die es momentan schon gibt, also es gibt auch hier Startups in dem Bereich. In Köln zum Beispiel beschäftigen sich junge Leute mit dem Thema. Und diese Startups sind cool, die funktionieren auch, aber es sind eben Insellösungen und die muss man dann im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Problemstellung, die wir hier ja angehen wollen, auch tragen und dementsprechend konsolidieren. Wir brauchen mehr Reinigungskapazität. Wir haben momentan im Weinbereich 67 Millionen Flaschen pro Jahr. Das ist viel zu wenig. Also wir haben im deutschen Markt mehrere Milliarden Flaschen, die dem Konsum zugeführt werden. Wir müssen im Etikettenbereich umdenken, ja, also wieder vielleicht den Schritt zurück zu den Leimetiketten oder zumindest laugenlösliche Etiketten einführen. Und auch andere Herausforderungen gilt es hier noch zu bearbeiten in den nächsten Jahren. Das heißt, die Bepfandung ist ein Thema, da kann man auch nicht einzeln herkommen und sagen, ja, ich mache jetzt mal 10 und der andere 15 und der nächste 20 Cent, sondern man muss da sich erst konsolidieren und dann ein Einheitspfand auch rausgeben. Wir brauchen Trägersysteme, vielleicht auch für 2, 3 Weinflaschen. Bei Wein ist immer die Frage, wie lang bleibt die Flasche beim Konsumenten? Ja, das ist schwierig. Das ist nicht so wie bei der Wasserflasche, durchschnittlich, ich glaube, 8 Tage, sondern hier sind wir dann doch eher im Mehrmonatsbereich mit großen Schwankungsbreitungen unterwegs. Und ja, einige technische Fragen, die dann noch zu klären sind. Also das heißt, ein großes Thema, dessen sich viele annehmen momentan und auch annehmen müssen. Denn hier gibt es tatsächlich viel CO2-Äquivalent einzusparen und damit viel Nachhaltigkeit zu generieren. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nochmal danke an dich, Martina. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sprechen durfte.